Hallo zusammen, heute möchten wir euch die Atemfrequenzmessung am Core-Puls 3 mittels Pulsoximetrie vorstellen. Sofern die Option beim Anwender als Lizenz freigeschalten ist, ist das Gerät in der Lage, den Pless der normalen Pulsoximetrie auszuwerten und die Atemfrequenz zu ermitteln. Diese wird dann kontinuierlich angezeigt. Das Ganze funktioniert auch ohne angeschlossene Kapnographie. Die Verena zeigt uns das ganz kurz, wie ich das entsprechende Feld am Display finde und was ich dort einstellen kann. Um die Pleth-Kurve zu bekommen, muss ich zunächst natürlich erst einmal einen bei Coppels erhältlichen Pulsoximetrie-Sensor an den Patienten anschließen. Dabei ist es auch egal, ob ich den Ohrsensor nehme, den Fingerclip oder den Klebesensor. Wenn ich das gemacht habe, muss ich kurz warten, bis das Gerät mir auch einen Wert anzeigt. Den sehe ich jetzt hier unten. Ihr erkennt einmal an der blauen Farbe und auch hier an Pleth, dass der Wert aus der Pulsoximetrie generiert wurde. Wenn ich das ändern möchte, weil ich im Verlauf zum Beispiel eine Kapnographie anschließe, kann ich ins Kontextmenü klicken, dann die Prio von Oximetrie auf CO2 ändern. Und ihr seht jetzt einmal, dass das Feld jetzt lila ist für Kapnographie und hier oben auch CO2 steht. Wenn ich mir die Priorität jetzt voreingestellt habe auf die CO2-Kurve, jedoch noch gar keine Kapnographie beim Patienten angeschlossen habe, sondern nur den Pulsoximetrie-Sensor, erkennt das Gerät das trotzdem automatisch und zeigt mir jetzt nicht die Kapnographie-Kurve, sondern die Pleth-Kurve an. Die Pleth-Kurve ist für die Atemfrequenzmessung von zentraler Bedeutung. Damit diese möglichst fehlerfrei dargestellt werden kann, ist es wichtig, den Pulsoximetrie-Sensor in der richtigen Größe auszuwählen und am korrekten Ort anzubringen. Was wir vermeiden sollten, sind Bewegungsartefakte und Artefakte durch störenden Lichteinfall. Auch eine schlechte periphere Perfusion kann die Messung beeinflussen oder sogar ganz unmöglich machen. Ergänzend zu den Punkten, die Andi uns gerade schon genannt hat, gibt es noch weitere Fehlerquellen in der Pulsoximetrie, die wir natürlich auch hier jetzt berücksichtigen müssen. Zu dem Thema haben wir allerdings schon mal ein ganz eigenes Video gedreht. Das findet ihr auf unserem Kanal unter Pulsoximetrie. Wichtig ist es uns noch zu betonen, dass das Ganze allerdings nicht der Apnoe-Überwachung beim Patienten dient. Es ist immer wichtig, dass ihr selber noch einen Blick auf den Patienten habt. Hierzu empfiehlt es sich auch, anfangs die Atemfrequenz einmal selber auszuzählen. Ich finde es insgesamt ein sehr, sehr gutes Tool, um die Atemfrequenz wirklich kontinuierlich darzustellen, einen Verlauf zu erkennen und nicht nochmal extra was an den Patienten dran bauen zu müssen dafür. Wir hoffen, wir konnten euch hier jetzt praktische Tipps mitgeben. Für Fragen, Wünsche, Anregungen runter in die Kommentare. Ansonsten drückt die Glocke, um nichts zu verpassen und dann bis zum nächsten Mal. Servus.